Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über eine Stadt sprechen, die ich gerne besuche. Besuchst du gerne Städte? Ja, das tue ich. Ich liebe es, Städte zu besuchen. Über welche Stadt möchtest du sprechen? Ich möchte über Paris sprechen. Ich finde, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Paris? Das ist eine großartige Stadt. Ich mag Paris auch. Was gefällt dir an Paris? Ich mag den Eiffelturm, die Museen und das Essen. Paris ist sehr romantisch und voller Kunst. Da stimme ich zu. Der Eiffelturm ist sehr berühmt. Ich liebe die Aussicht von oben. Ja, ich war letzten Sommer am Eiffelturm. Die Aussicht war unglaublich. Ich konnte die ganze Stadt sehen. Das klingt wunderbar. Ich mag auch das Louvre-Museum in Paris. Es hat viele berühmte Gemälde. Ich habe das Louvre-Museum besucht. Ich habe die Mona Lisa gesehen. Sie ist so klein, aber sehr berühmt. Ich möchte die Mona Lisa auch sehen. Das Louvre ist sehr groß und schön. Paris ist auch für sein Essen bekannt. Ich liebe die französische Küche. Ich mag Croissants, Baguettes und Käse. Ich liebe Croissants. Sie sind so weich und butterig. Ich esse auch gerne in kleinen Cafés in Paris. Ja, die Cafés sind sehr charmant. Ich genieße es, draußen zu sitzen und die Leute zu beobachten. Paris ist eine sehr romantische Stadt. Sie ist perfekt für einen ruhigen Tag oder einen langen Spaziergang. Ich gehe oft entlang der Seine spazieren. Das Wasser ist ruhig und die Brücken sind wunderschön. Das klingt sehr friedlich. Ich besuche gerne die kleinen Straßen in Montmartre. Dort gibt es viele Kunstgeschäfte und Galerien. Montmartre ist mein Lieblingsviertel. Ich liebe die Kunst und die kleinen, engen Straßen. Warst du schon einmal in der Basilika Sacré-Cœur? Ja, das war ich. Die Basilika steht auf einem Hügel und von dort aus kann man die ganze Stadt sehen. Ich möchte die Sacré-Cœur das nächste Mal besuchen, wenn ich nach Paris gehe. Es klingt schön. Paris ist auch großartig zum Shoppen. Ich gehe gerne in die kleinen Boutiquen und die großen Geschäfte. Ich shoppe gerne auf den Champs-Élysées. Dort gibt es viele berühmte Geschäfte und Cafés. Die Champs-Élysées sind sehr belebt, aber es macht Spaß, dort zu spazieren. Was ist mit den Parks in Paris? Magst du die Parks? Ja, ich liebe die Parks. Ich besuche oft die Luxemburggärten. Es ist sehr ruhig und grün. Ich mag den Tuileriengarten. Er liegt in der Nähe des Louvre und ist ein schöner Ort zum Entspannen. Paris hat viele Parks und offene Räume. Sie sind perfekt für ein Picknick oder ein ruhiges Lesen. Ich mag auch die Kunst und Kultur in Paris. Es gibt viele Galerien und Straßenkünstler. Ja, die Straßenkünstler sind sehr talentiert. Ich schaue gerne zu, wie sie Musik spielen oder tanzen. Paris ist voller Leben und Kreativität. Es inspiriert viele Künstler und Schriftsteller. Ich fühle mich immer sehr glücklich, wenn ich Paris besuche. Die Stadt hat einen besonderen Charme. Das verstehe ich.
Paris ist für viele Menschen eine Stadt der Träume. Besuchst du Paris oft? Ich war zweimal in Paris. Das erste Mal mit meiner Familie und das zweite Mal mit einem Freund. Ich war einmal in Paris letzten Sommer. Ich möchte nächstes Jahr wieder hinfahren. Ich plane im Herbst wieder nach Paris zu fahren. Das Wetter ist dann sehr schön. Der Herbst in Paris muss wunderschön sein. Die Blätter verändern die Farbe und die Luft ist kühl. Ja, ich liebe die Herbstfarben in den Parks. Paris ist zu jeder Jahreszeit schön. Das stimmt. Jede Jahreszeit verleiht der Stadt ein anderes Gefühl. Im Frühling blühen die Blumen und alles ist hell. Im Sommer ist die Stadt sehr lebhaft. Viele Touristen besuchen Paris und die Straßen sind voller Leben. Der Winter in Paris ist kalt, aber die Stadt ist mit Weihnachtslichtern sehr charmant. Ich möchte Paris eines Tages im Winter sehen. Es muss magisch sein. Sprichst du Französisch, wenn du Paris besuchst? Ich versuche ein wenig Französisch zu sprechen. Ich sage Bonjour, Merci und S'il vous plaît. Das ist gut. Ich spreche auch ein wenig Französisch. Es macht Spaß, einfache Wörter zu lernen. Ja, selbst kleine Wörter machen einen großen Unterschied. Die Einheimischen schätzen es. Ich lerne gerne über die Kultur und Geschichte von Paris. Das macht den Besuch interessanter. Ich habe vor meiner Reise über die Geschichte des Eiffelturms und des Louvre gelesen. Ich habe einen kurzen Film über Paris gesehen. Er zeigte die schönen Straßen und Sehenswürdigkeiten. Paris ist eine Stadt voller Geschichten. Jede Straße hat eine Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass Paris mehr als nur eine Stadt ist. Es ist ein Erlebnis. Da stimme ich zu. Paris berührt dein Herz und bleibt in deiner Erinnerung. Ich mache immer viele Fotos, wenn ich Paris besuche. Die Stadt ist sehr fotogen. Ich mache auch viele Bilder. Ich liebe die bunten Gebäude und die Kunst auf den Straßen. Manchmal zeichne ich sogar ein wenig in meinem Skizzenbuch, wenn ich in Paris bin. Das ist eine schöne Idee. Paris ist ein großartiger Ort für Kunst und Kreativität. Ich träume davon, eines Tages in Paris zu leben, selbst wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Ich habe denselben Traum. Paris ist eine Stadt, in der sich viele Menschen inspiriert fühlen. Hast du eine Lieblingserinnerung von deinem Besuch in Paris? Ja, meine Lieblingserinnerung ist, als ich den Sonnenuntergang vom Eiffelturm aus gesehen habe. Der Himmel war voller Rosa und Orange. Das klingt wunderschön. Meine Lieblingserinnerung ist der nächtliche Spaziergang entlang der Seine. Die Lichter auf dem Wasser waren magisch. Paris bei Nacht ist sehr romantisch. Die Stadt fühlt sich ruhig und voller Licht an. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich an Paris denke. Es ist ein besonderer Ort in meinem Herzen. Ja, Paris ist eine Stadt der Liebe, der Kunst und der Träume. Ich freue mich immer auf meinen nächsten Besuch. Ich hoffe, wir können eines Tages gemeinsam nach Paris reisen. Das wäre wunderbar. Wir könnten die Museen erkunden, neue Speisen probieren und in den Parks spazieren gehen. Das würde ich lieben. Paris ist eine Stadt, die man viele Male besuchen kann und immer etwas Neues findet. Da stimme ich zu. Jeder Besuch in Paris ist anders und voller neuer Erfahrungen. Paris ist meine Lieblingsstadt, die ich besuche. Sie lässt mich lebendig und kreativ fühlen. Paris gehört auch zu meinen Lieblingsstädten.
Ich verlasse Paris immer mit einem Lächeln und vielen schönen Erinnerungen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Paris gesprochen haben. Es erinnert mich an all die schönen Zeiten, die ich dort hatte. Ja, über Paris zu sprechen, lässt mich meine nächste Reise planen wollen. Ich fühle mich inspiriert, mehr Französisch zu lernen und mehr über die Stadt zu lesen. Ich möchte auch mehr über Paris lernen. Vielleicht mache ich vor meinem nächsten Besuch einen Französischkurs. Das ist eine großartige Idee. Ein bisschen mehr Französisch zu lernen, wird deinen Besuch noch besser machen. Ich freue mich darauf, Paris wieder zu besuchen. Ich möchte neue Orte sehen und neue Speisen probieren. Ich freue mich auch. Ich möchte die neuen Kunstgalerien und die kleinen Museen besuchen. Paris verändert sich ständig und es gibt immer etwas Neues zu sehen. Ja, sogar die Straßenkunst ändert sich. Jedes Mal, wenn ich besuche, sehe ich neue Gemälde an den Wänden. Ich liebe Straßenkunst. Sie lässt die Stadt lebendig und kreativ wirken. Paris ist eine Stadt der Kunst in vielen Formen. Von Gemälden bis zur Musik gibt es immer etwas Schönes. Ich fühle mich sehr glücklich, Paris besucht zu haben. Es ist eine Stadt, von der viele Menschen träumen, sie zu sehen. Ich fühle mich auch glücklich. Paris hat mir viele glückliche Erinnerungen und neue Erfahrungen gegeben. Ich hoffe, viele weitere Menschen können Paris besuchen und seine Magie spüren. Ja, Paris ist ein Geschenk an die Welt. Es ist eine Stadt, die Liebe, Kreativität und Freude inspiriert. Danke, Liam, dass du heute mit mir über Paris gesprochen hast. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Danke mir. Ich habe es auch genossen. Paris ist ein wunderbares Thema, das man teilen kann. Ich lerne immer neue Dinge und fühle mich inspiriert nach unseren Gesprächen. Ich auch. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über unsere Lieblingsspeisen oder eine andere Stadt sprechen, die wir lieben. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, unser nächstes Gespräch zu planen. Bis zum nächsten Mal, Mia. Hab einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal, Liam. Hab einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Liam. Liam. Liam ist ein beliebter Name. Mein Freund heißt Liam. Liam spielt gerne Fußball. Mia. Mia. Mia ist meine beste Freundin. Ich habe Mia gestern getroffen. Mia liebt es, Bücher zu lesen. Stadt. Stadt. Die Stadt ist sehr lebhaft. Ich wohne in einer kleinen Stadt. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Besuchen. Besuchen. Ich möchte dich besuchen. Wir planen, die Stadt zu besuchen. Kannst du mich morgen besuchen? Wunderschöne. Wunderschöne. Die Aussicht ist wunderschöne. Das Kleid ist wunderschöne. Der Sonnenuntergang war wunderschöne. Großartig. Großartig. Das Konzert war großartig. Die Aussicht von hier ist großartig. Ich finde dein neues Auto großartig. Eiffelturm. Eiffelturm. Der Eiffelturm steht in Paris. Viele Touristen besuchen den Eiffelturm. Ich möchte den Eiffelturm einmal sehen. Museen. Museen.
Die Museen in der Stadt sind sehr interessant. Wir besuchen die Museen am Wochenende. In den Museen gibt es viele alte Kunstwerke. Romantisch. Romantisch. Der Sonnenuntergang ist sehr romantisch. Ich finde ein Candlelight Dinner romantisch. Romantisch Filme machen mich glücklich. Aussicht. Aussicht. Die Aussicht vom Berg ist atemberaubend. Ich genieße die Aussicht auf den See. Die Fenster bieten eine schöne Aussicht auf die Stadt. Gemälde. Gemälde. Das Gemälde hängt an der Wand. Ich habe ein schönes Gemälde gesehen. Das Gemälde zeigt eine Landschaft. Küche. Küche. Die Küche ist sauber. Ich koche in der Küche. Die Küche hat viele Schränke. Cafés. Cafés. Die Cafés in der Stadt sind sehr beliebt. Ich treffe meine Freunde oft in den Cafés. In den Cafés gibt es leckeren Kaffee und Kuchen. Spazieren. Spazieren. Wir gehen spazieren im Park. Es macht Spaß, am Abend spazieren zu gehen. Möchtest du mit mir spazieren? Kunstgeschäfte. Kunstgeschäfte. In der Stadt gibt es viele Kunstgeschäfte. Kunstgeschäfte verkaufen Malerei und Skulpturen. Ich besuche oft die Kunstgeschäfte am Wochenende. Basilika. Basilika. Die Basilika ist sehr alt. In der Stadt gibt es eine schöne Basilika. Wir besuchen die Basilika am Sonntag. Boutiquen. Boutiquen. Die Boutiquen sind sehr schön. Ich kaufe oft in den Boutiquen ein. In der Stadt gibt es viele Boutiquen. Parks. Parks. Die Parks sind schön im Frühling. Viele Menschen gehen in die Parks. In den Parks gibt es viele Bäume. Erinnerung. Erinnerung. Die Erinnerung ist wichtig für unser Leben. Ich habe eine schöne Erinnerung an meinen Urlaub. Jede Erinnerung erzählt eine eigene Geschichte. Kreativität. Kreativität. Kreativität ist wichtig für Künstler. Ich brauche mehr Kreativität in meinem Leben. Kreativität hilft, Probleme zu lösen. Was möchte Mia über Paris besprechen? Wie oft war Liam bereits in Paris? Was bedeutet das Wort romantisch? Wie verwendet man das Wort Kultur im Satz? Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Abonniere bitte unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden verpasst. Bis zum nächsten Video.